Sie prägen mittlerweile das Stadtbild. E-Scooter, allein in Frankfurt gibt es rund 12.000 von den Elektro-Kleinstfahrzeugen. Für viele sind sie Alltag geworden und für viele endet der E-Scooter in einem Unfall, wie diese YouTube-Clips zeigen. Die Zahl von E-Scooter-Unfällen steigt. 2024 gab es fast 12.000 von ihnen, 26% mehr als noch im Jahr davor. Für die Verkehrspolizisten Markus Beisch und Ralf Zander gehören die Stadtroller mittlerweile zu ihren täglichen Kontrollen. Seit 2019 kann man sich die E-Scooter in Deutschland ausleihen. Der Umgang im Straßenverkehr ließe noch immer zu wünschen übrig. Nach meiner Beobachtung hat sich da nicht viel verändert. Aber das zu zweit fahren, manchmal sogar zu dritt, ist nach wie vor der Fall. Zu schnell über den Fußgängerfurt ist auch noch gang und gäbe. Meistens sind es eher die Jüngeren, die das fahren. Ältere siehst du sozusagen fast gar nicht auf diesen Scootern. Die häufigste gefährliche Verkehrssünde: Fahren auf dem Gehweg. Keine 5 Minuten vergehen, bis der Erste den Verkehrspolizisten auffällt. Da Sie hier einsichtig sind, dann belassen wir das jetzt mal vorläufig mit der mündlichen Verwarnung. Ja, also wirklich ausnahmsweise, weil es ja eine kurze Strecke in Anführungsstriche. Da Sie, wie gesagt, dass Sie einsichtig sind, ansonsten wird es sehr teuer. Gell? Die sehen halt die Gefahren oft nicht. Die fahren aus Spaß, die wissen gar nicht, dass das ein registriertes Kleinstfahrzeug ist, das gewissen Regeln unterliegt, ja, und auch Beschränkungen. Und viele fragen wir, die kennen die Regelung gar nicht. Ja. Da haben wir schon den nächsten wieder. Wir müssen zuerst die Radwege benutzen. Und dann nur auf der Straße. Ne? Ja. Und auch immer nur in Fahrtrichtung, nicht gegen die Fahrtrichtung. Ja. Okay? Das wissen Sie alle. Und vor allem was auch noch mit die 2 Stöpsel nur ein Stöpsel. So was auch noch ein großes Problem ist, gerade mit den Scooterfahrern, dass sie gern mit 2 Stöpsel in den Ohren fahren. Natürlich ganz schlecht. Ne? Und mit dem Handy in der Hand. Ja? Also da gibt es Variationen, die sehr gefährlich sind, die sind also gar nicht bewusst. Rund die Hälfte aller Scooterunfälle letztes Jahr sind in Großstädten passiert und können schnell in einer Unfallklinik wie der in Frankfurt enden. Alexander Klug operiert die Unfälle, schwere Verletzungen seien keine Seltenheit. Also hauptsächlich sind es eigentlich Verletzungen im Gesichts-Kopfbereich. Man hat isolierte Verletzungen, häufig sind es Platzwunden, manchmal sind es auch kleinere Brüche im Gesicht, Nasenbeinfrakturen, Orbiterbodenfrakturen, bis hin aber auch zu schweren Verletzungen wie Schädel-Hirntraumata oder auch Hirnblutungen zum Beispiel. Als im Straßenverkehr zugelassene Kleinstfahrzeuge setzt Deutschland bei der Sicherheit von E-Scootern noch auf die Eigenverantwortung der Scooterfahrer. Eine Helmpflicht gibt es daher nicht. Sogar auf den stark befahrenen Straßen Frankfurts kein Helm in Sicht. Wir fragen, wieso? Weil ich erstens keinen habe und zweitens, wie soll ich ihn mitführen? Oftmals greift man zum E-Scooter, wenn man ja eigentlich flexibel unterwegs sein will, und dann plant man das tatsächlich gar nicht so vorher wie vielleicht eine Radfahrt, wo man von zu Hause aus losfährt. Deswegen ist tatsächlich der Helm auch nicht immer mit dabei. Musste man eigentlich tatsächlich eine tragen, meine Freundin, mit denen ich auch ab und an mal mit Scooter unterwegs bin. Für sie habe ich sogar extra einen Helm gekauft. Aber für mich nicht. Ich komme jetzt gerade von der Arbeit, habe gerade mal noch eine halbe Stunde Pause, aber das sollte ich eigentlich auch tun. Also wir wissen beispielsweise aus anderen Ländern, zum Beispiel Australien oder auch aus den USA, dass wenn man jetzt eine Helmpflicht einführen würde, haben die Anzahl von diesen relevanten Verletzungen im Kopf-Hals-Bereich um 80% senken können. Sodass das ja natürlich so der erste Appell wäre, zu sagen, okay, wir brauchen Helmpflicht für die E-Scooter, um eben da die Verletzungsschwere zu minimieren. Um Unfälle zu vermeiden, drohen seit diesem Jahr strammere Bußgelder. Fahren auf dem Gehweg 50 €, Parken auf dem Gehweg rund 30 €. Und auch der Klassiker Alkohol am Steuer gibt es bei den E-Scootern. In Bezug auf Alkohol zum Beispiel ist es wie beim Pkw ab 0,3 Promille, und das hat man wirklich sehr schnell. Wenn dann noch Fahrauffälligkeiten dazukommen, ist man bereits im Straftatbestand. Im Bußgeldbestand je nach Verstoß kann das zweistellig sein, es wird aber auch ganz schnell dreistellig. Neue ausgewiesene Parkzonen sollen helfen, das E-Scooter-Chaos zu verringern. In Großstädten wie Frankfurt hilft das wohl aber weniger der Sicherheit im Straßenverkehr.
Es gab auch Momente, wo ich mich so ein bisschen unsicher gefühlt habe, aufgrund der Autos, die an mir vorbeigefahren sind oder die Straßen, die, keine Ahnung, reparaturbedürftig wären. Also Frankfurter Straßenverkehr ist ja sowieso speziell. Ich komme selbst aus Köln. In Köln ist alles ein bisschen entspannter. Wenn man nach Frankfurt reinkommt, wird halt sofort gehupt und so weiter. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit E-Scootern hat einen neuen Höchststand erreicht. Klein, schnell, praktisch, die Stadtroller sind das neue Sinnbild für spontane Mobilität im Straßenverkehr. Ganz ungefährlich für die oft kaum gesicherten Fahrer sind sie dabei aber nicht.